Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist Heike von Stampin' & More und heute habe ich mal mit einem neuen Produktpaket und einer neuen Stanze gearbeitet und ich glaube, die ist im Katalog sehr unauffällig. Ich wollte euch das mal eben zeigen und zwar auf Seite 57 und 58. Auf Seite 57 seht ihr hier, dass da eine Drehkarte ist und zwar habe ich da mit der Stanzform Der richtige Dreh gearbeitet. Da ist alles bei, was ihr braucht. Das werdet ihr auch gleich sehen. Und ich finde die wirklich richtig toll. Und dann zufälligerweise, das Set ist nicht so wirklich meins, habe ich dann das Set Schildkröten gesehen. Und ich fand, das passt also perfekt dazu. Das ist auf Seite 56. Das gibt es als Produktpaket mit 10% Ersparnis. Und auch das ist ein richtig tolles Set. So, wir arbeiten, wie gesagt, mit den Stanzformen, mit dem Stempel Schildkröten. Das ist eine Klarsicht. Ich habe die anderen, die hier fehlen, schon mal aufgezogen. Und die Stanze Schildkröte. So, wir brauchen, also hier nochmal eben die Karte, so wie sie werden soll. Das ist wirklich richtig toll. Dann habe ich noch einen Prägefolder Strukturputz genommen. Den fand ich richtig toll, gerade so mit Hintergründe. So ganz glatt gefiel mir das nicht. So ist das wirklich toll. Nochmal eben so ein bisschen Wink of Stella und gut ist. So, wir fangen an. Und zwar brauchen wir, immer eben die Karte hier so ein bisschen hinstellen. Wir brauchen Farbkarton in Grundweiß. 14,5 mal 21, gefällt sich bei 10,5. Farbkarton in Schwarz, 10 mal 14, also diesmal keine krummen Zahlen. Dann brauchen wir ein Stück A5, oder ist das A6? Ne, A5 müsste das, A4, A5, A6 ist das. Und zwar, das brauchen wir, um das auszustanzen, also auf jeden Fall ein Stück. Das ist Aquamarin und dann brauchen wir so ein Reststück Aquamarin und wir brauchen noch so ein Teil in Grundweiß, weil wir haben noch so einiges auszustanzen. So, wir fangen mal an und zwar mit den Stanzformen. Machen wir jetzt erstmal die Grundkarte fertig. Also wundert euch nicht, die Stanzformen, das sind nicht nur die, sondern das ist wirklich eine ganze Menge, was man dafür bekommt. Hier seht ihr das. Das sind die Stanzformen und die benötigen wir. So, das ist die Stanzform für das Grundgerüst. Und jetzt seht ihr, warum ich die Größe gesagt habe. Das müssen wir mal eben ausstanzen. Ich habe meine Stanzmaschine neben mir stehen und hole die jetzt nicht jedes Mal wieder auf den Tisch, weil ich denke mal, wie man stanzt, kennt ihr und die Stanzmaschine von Stampin' Up kennt ihr auch. So. Da ist das. Das bleibt über. Das brauchen wir nicht. So, das ist die Grundform der Stanze. So, was wir dann noch brauchen, das können wir schon mal wieder zurückpacken. Das brauchen wir nicht mehr. Was wir dann noch brauchen, ist von diesem. Und zwar einmal, das ist der Ausschnitt. So, wir können den Ausschnitt, ihr seht, hier ist das Loch. Das ist dafür gedacht, dass man das genau Loch auf Loch legt. Aber ihr könnt auch ausstanzen als Herz, dass ihr das hier als in Herzform macht. Geht auch. Das habe ich nämlich jetzt erst gesehen. Und es geht auch als reine runde Stanze. Das wirklich nur als Loch, als Guckloch. Was auch gut ist, das kann man auch wirklich super nehmen für runde Geburtstage. Also ich nehme jetzt dieses Teil und stanze es jetzt mal aus. Wie gesagt, wichtig ist, dass ihr darauf achtet und wo ihr das haben wollt. Ob ihr das ganz genau hier rechts haben wollt, ob ihr das ein bisschen schräg. Ich habe es ein bisschen schräg gemacht und stanze das jetzt mal eben aus. So. Wichtig ist, dass der Punkt, also das Loch überein ist. Ja. Das war das.
Das können wir nachher als Rest nochmal irgendwo für gebrauchen. So, jetzt könnt ihr das sehen. Das ist jetzt die Aussparung dafür. So, was wir jetzt brauchen, ist die Prägeform, weil das prägen wir jetzt nochmal eben. Und zwar die Prägeform Strukturputz. Hier ist sie. So, und denkt dran, da wo das Logo von Stampin' Up drauf ist, ist immer oben. Merkt euch das. Für andere Prägeformen, bei anderen Prägeformen ist das wichtig. Hier ist es nicht ganz so wichtig. So, dann machen wir das mal eben. Platten tauschen und prägen. Ja, das ist das. Diese Platten brauchen wir im Moment nicht mehr. Die können ich wegpacken. So, hier seht ihr das. Ich finde es eigentlich wirklich sehr, super schön. Und wo habe ich denn jetzt? Ach, da. So, jetzt ist was runtergefallen. Ich muss das mal eben wieder aufheben, bevor da was ausläuft. So, weiter geht's. Das legen wir jetzt beiseite. Die Grundkarte. Wo ist die Grundkarte? Moment. Ach, da ist die Grundkarte. So, das ist ja schon zugeschnitten. Hier seht ihr das, dass es raufpasst. So, und das ist auch zugeschnitten. Was wir jetzt brauchen, ist hier in Grundweiß. Jetzt können wir uns mal eben den Kreis ausstanzen. Ja. Und bei der Gelegenheit, wir brauchen noch ein paar Wolken. Können wir die gleich mit ausstanzen. Dann sind wir damit durch. Ich muss noch ein bisschen Platz lassen für die Schildkröte. Ja. Dann haben wir das schon mal fertig. Wo ist mein Aufhebhelfer? Da ist er. Da sind die Wolken. Da ist der Kreis. Und ihr seht auch, da ist das Loch. Weil das ist wichtig, das brauchen wir nachher. So. Die Wolke, die Wolke. Dann nehmen wir jetzt mal die Schildkröten. Den wollen wir jetzt mal stempeln. Den können wir mal eben wegpacken. Das packen wir jetzt auch mal eben weg. So, mal eben gucken. Ne, wo gehören die denn? Die kleine gehört hier rein. Die gehört hier. Und die hatte ich hier. Und dann fehlt eigentlich noch dieses Teil. Mal eben gucken. So, dann können wir das hier irgendwie mit. Irgendwie passt das damit rein. So, was wir gleich noch brauchen, sind die Sterne. Deswegen packe ich das nicht ganz so weit weg. Das brauchen wir nicht mehr. So, jetzt wollen wir stempeln. Das packen wir auch mal eben beiseite. Und zwar brauchen wir jetzt die Schildkröte. Eigentlich brauchen wir jetzt alle Stempel. Die Karte lege ich hier noch mal eben hin. So, wir brauchen einmal Memento. Und zwar brauchen wir die Blends in Celadon, ja, hell und dunkel. So, die Schildkröte stempeln wir in Memento. Das brauchen wir gleich noch für die kleine Schildkröte. Aber erstmal malen wir jetzt die Schildkröte aus. Und das mache ich gleich mal eben in Schnellvorlauf. Und soweit ich durch bin, hören wir uns.
So, das habe ich jetzt ausgemalt. Das sieht jetzt checkig aus, aber wenn das ganz trocken ist, das seht ihr hier auch, dann sieht man das gar nicht mehr. So, jetzt brauchen wir, das ist das Schild, und zwar brauchen wir das stempel ich in Lodengrün. Muss ich mal eben rüber gehen, weil ich genau gucken muss. Jo, passt. Das Grün ist genau wie das Rot. Man sieht es nachher. Aber ich denke mal, das ist ja soweit alles okay. Man kann nach wie vor stempeln. So. Das mal eben auch noch mal eben so ein bisschen von dem ersten. So. Der Vogel und das Gras. So. Die können wir jetzt ausstanzen mit der Handstanze. So. Das ist schon mal die Schildkröte. Das heißt, wir brauchen jetzt unser Teil hier. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Und zwar ist hier so leicht angedeutet, wo diese Aussparungen sind für dieses Teil. Also ich kann es hier ein bisschen sehen. Zwar noch nicht so viel, aber so etwas. Und deswegen lasse ich das immer noch so ein bisschen liegen. Die brauchen wir nicht mehr. Das packe ich auch mal weg. Ich muss hier mal eben so ein bisschen aufräumen. So, das Stempelkissen in Celadon brauchen wir nicht. Was wir brauchen, ist das Stempelkissen in Lodengrün. Aber erstmal machen wir jetzt die kleine Schildkröte. Muss mal eben hier. So, und zwar machen wir jetzt erstmal eben das Gras. Das nehme ich Farngrün zu. Das brauchen wir zweimal, weil für den Vogel habe ich das auch. Dann mache ich jetzt erstmal eben den Vogel. Den Vogel stempel ich in Lodengrün. Wo ist der Vogel? Da ist der Vogel. Ich muss noch mal eben einen kleinen Stempelblock haben. Mal eben gucken, da ist noch ein kleiner. So. Den stempeln wir hier oben drauf jetzt in Lodengrün. So, das war der. Dann drehen wir das jetzt noch mal. Mal eben schauen, da ist das. Wie gesagt, man kann das erkennen. So, dann stempeln wir jetzt erstmal wieder. Und jetzt nehmen wir die kleine Schildkröte in Memento wieder. Das war der Spruch. Der wollte mit. So, ich muss leider mal eben wieder ein bisschen rüber. Ja, so, das heißt, die malen wir jetzt auch erstmal eben wieder an. Wieder mit Celadon. Und zwar hell Celadon. Ja, und das hier ist dunkel. Okay. So, das war das. Das heißt, jetzt brauchen wir hier auch den Panzer, auch in Lodengrün.
stempeln wirst. Tut mir leid, wenn ich mit dem Kopf immer mal wieder rüber muss, aber ich kann es leider nicht ändern, weil ich genau gucken muss. Ja, so, den haben wir auch. Das heißt, wir müssen jetzt das nächste machen. Und zwar, das ist der Spruch. Den fand ich eigentlich sehr schön. Ich finde den eigentlich ganz niedlich und deswegen hatte ich den hier auch für genommen. So, wollen wir mal eben schauen. Da ist der Spruch. So. Und den nehmen wir auch in Lodengrün. Und dadurch, dass wir das hier so schön drin haben, können wir es eigentlich ganz gut sehen, wo gestempelt werden muss. So. Das sind die Sachen. Da seht ihr das, wie es aussieht. Mal eben trocknen lassen. So, wo die Klammer, die wir hier brauchen, um das schon mal festzumachen, das habe ich hier. Ich habe noch welche gehabt, die gibt es im Katalog. Zeige ich euch mal eben. Und zwar hinten bei dem Zubehör. Hier auf Seite 143, die Nummer 9, das sind die. Und zwar sind das runde und viereckige Spreizklammern. Da sind die. Die hatte ich jetzt nicht mitbestellt. Hatte ich vergessen, aber ich habe ja noch Spreizklammern. Vom alten Sortiment nehmen wir die. Die gehen genauso gut. Hier habe ich zum Beispiel eine, das sieht aus wie so ein kleiner Knopf in weiß genommen. So, das machen wir jetzt schon mal eben zusammen. Das können wir schon. So. Und es dreht sich. So, was wir hier jetzt machen, sind Dimensionals. Und zwar ganz viele. Damit der Abstand schön groß ist. Damit sich das richtig schön dreht. So, und zwar Mini brauche ich auch noch. Wo habe ich denn die? Gehabt hatte ich sie irgendwo? Da sind sie. Da sind die Mini. Da nochmal. Und hier. Also, wie gesagt, da spare ich nicht mit. Das finde ich eigentlich ganz wichtig, damit sich das dann dreht. So. Dann brauche ich den Aufhebhelfer. Ich muss die Folien abziehen. Das mache ich gerne damit, wenn man keine Fingernägel hat. Meine sehen im Moment durch die gestrige Gartenarbeit ganz schlimm aus. Ich war gestern den ganzen Tag im Garten. Habe auch mein Gewächshaus vorbereitet. Und dementsprechend sehen dann auch die Hände und die Finger aus. Aber es ist halt so. Jeder, der einen Garten von euch hat, weiß es. So, das sind die wir eben wieder wegpacken, weil irgendwie sind die jetzt im Wege. Müll gleich weg. So. Das heißt, wir brauchen jetzt hier den. Ja. So. Was ich noch gemacht habe, es steht nirgends, es gibt ja leider nirgends eine Anleitung dafür. Damit man das Rad besser drehen kann und das ein bisschen hoch ist und nicht so niedrig ist, habe ich hier noch einen Dimensional untergepackt, aber die Folie nicht abgezogen. So, und somit kann das Rad sich nicht nach unten drehen und ihr seht, das ist einfacher. So, jetzt fehlen uns, das können wir eigentlich schon mal eben aufkleben, dann haben wir das schon mal los. Ich muss noch mal eben meine Wolken wieder rausholen. Die wollen nicht so, weil wir müssen ja noch die Sterne und den Spruch brauchen wir auch noch. So, das heißt, das passt hier gut drauf. Das seht ihr. Dann wollen wir eben noch ein Combo nehmen. Ihr hört, ich schmeiße heute alles um.
Irgendwo kann man immer noch so schön begradigen. So. Sehr schön. Das war das. Und wie gesagt, hier, ihr seht, dadurch, dass jetzt das Dimensional darunter ist, ist das richtig super. So, wir brauchen jetzt noch unsere Sterne. Das sind hier jetzt die Wolken, die können wir dann raufkleben, wenn wir die Sterne haben. Kleben wir gleich alles zusammen. Und die Schildkröte kriegt noch Dimensionals unter und den Spruch brauchen wir auch noch. So, hier nehme ich jetzt das Reststück und nehme von dem, der will nicht, die Sterne. Und stanze sie mal eben aus. Jetzt die Sterne und dann können wir gleich noch mal eben den Spruch machen. Na? Bei sowas liebe ich den Aufhebhelfer. Der ist nämlich ideal dafür. So, da haben wir jetzt den Rest. Ihr seht, zack, erledigt. So. Packen wir es erstmal eben wieder rein. Bevor da nachher irgendwas noch wegkommt, machen wir den hier rein und mal eben gucken, ob wir die hier irgendwo noch mit reinpacken können. Moment. Irgendwie war dieses Herz anders. So, und da war der nämlich hier mit drin. Und somit passt das wieder. Vielleicht mal eben wegpacken, weil das brauchen wir nicht mehr. Wobei, ich weiß jetzt gar nicht, passt der Spruch da eigentlich genau rein. Mal eben gucken. Dann können wir das nämlich auch so machen. Oh ne, das ist ein bisschen sehr knapp. Machen wir also nicht. Dann nehmen wir wieder ganz normal. Gleich schön einpacken. Passt. Das haben wir, das haben wir. Jetzt brauchen wir ein Stück von dem Grund Weiß noch. Das habe ich hier noch liegen. Und das Stempelkissen, das Stempel habe ich auch in dem Lodengrün gemacht. Bleiben soweit es geht Ton. Ich hätte ihn jetzt auch in Schwarz machen können, aber ich fand eigentlich Lodengrün sehr schön. Eben so ein bisschen hochschieben. Andersrum. So, und auch wieder, ich muss auch eben wieder mit dem Kopf über weg. Aber ich denke mal, ihr seht, was ich meine. So, das schneide ich jetzt ab. Mal eben schauen, wie weit ich das schneiden muss. 1 Zentimeter, denke ich mal. Ja, 1 Zentimeter ist das. So, da seht ihr das. Schneiden wir den Rest da eben auch ab. Ja. Da ist der Geburtstag. Wo habe ich meine Schere? Da habe ich meine Schere. Und zwar, das finde ich noch ein bisschen lang. Machen wir so. So. Das habe ich ein bisschen schief gemacht. So. Jetzt passt es. Ja. Da seht ihr das. Und dann können wir das zusammenbauen. Wir brauchen Dimensionals wieder für die Schildkröte.
Dann nehme ich wieder die Mini Dimensionals, weil die so schön auf die Füße passen. Ja, und einen noch da unten. Dann haben wir den. Wo haben wir? Da haben wir jetzt Tambo. So. Dann können wir das jetzt nach und nach zusammenkleben. Die Schildkröte da mal eben drauf machen. Ja, das geht mal gerade. Die eben wieder wegmachen. Dann nehmen wir jetzt mal die Wolken. Oder auch nicht. Aber denkt dran, das ist der Prägefolder ist Strukturpots. Ihr müsst ein bisschen mehr Kleber nehmen. Ja. Es ist alles ein bisschen dicker. Schön anziehen lassen. So, dann können wir jetzt mal die Sterne nehmen. Dazu brauche ich die andere Seite von dem Aufhebhelfer. Muss ich mal eben schauen. Da haben wir mit angefangen. Und zwar mit dem hier. Die haben wir dann hier so ein bisschen schräg drauf gemacht. Dass die auch anzieht. So. Dann nehmen wir die nächste. Das ist der Vogel. Nein, hier ist die Schildkröte. Wir nehmen den Vogel. So, dann nehmen wir den. Und den. Ja. So. Einen kleinen haben wir noch. Den nehmen wir jetzt hier bei dem Vogel, bei der Schildkröte. Haben wir hier auch. Das sieht immer noch so ein bisschen gut aus, wenn man da noch mal so ein bisschen was drauf macht. Und da wir Ton und Ton bleiben, haben wir das Problem jetzt nicht. So, und einen großen machen wir jetzt hier noch. Mal eben kurz anziehen lassen. So, den haben wir jetzt über. Was ich noch gemacht habe, ich habe noch mit dem Wink of Stella gearbeitet. Wo ist er denn? Da ist er doch. Und zwar habe ich die Sterne noch so ein bisschen mit Wink of Stella gemacht, dass die noch so ein bisschen glitzern. Ja, den auch noch mal eben ein paar Bling Blings und dann sind wir auch gleich fertig. Das ist eine schöne Karte. Ich finde dieses Stempelset mit den Schildkröten, das ist so toll. Wir brauchen noch ein paar
Glitzersteine. Da sind sie. Ach, auch wieder den Aufhebhelfer. Die habe ich dann hier noch eingemacht. Der Aufhebhelfer klebt. Hier noch eingemacht. Und dann machen wir hier noch einen. So. Ich denke mal, das reicht. Viel mehr brauchen wir auch nicht. Die Glitzersteine können wieder weg. Ihr seht, wie einfach das ist mit der Schildkröte. Den haben wir jetzt über. So. Ich hoffe, dir gefällt meine Idee. Und du hast Spaß beim Nachbasteln. Und ich wünsche dir noch eine schöne Woche. Sei kreativ. Bleib gesund. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss.